Ecstasy ist ein Aufputschmittel, das meist in Form von Pillen konsumiert wird. Die euphorisierende Wirkung wird in der Regel genutzt, um ausgelassen zu feiern. Aber was passiert dabei im Gehirn? Kann der Konsum von Ecstasy Schäden im Gehirn verursachen? Der Wirkstoff in Ecstasy heißt Methylendioxymethylamphetamin oder kurz MDMA. MDMA löst im Gehirn die Ausschüttung des Botenstoffes Serotonin aus. Serotonin reguliert eine Reihe von Funktionen, unter anderem die Stimmung. Daher wird es auch das Glückshormon genannt. Normalerweise wird das freigesetzte Serotonin unmittelbar wieder von der Nervenzelle aufgenommen. MDMA blockiert jedoch die Wiederaufnahme des Serotonins. Durch Ecstasy ist also besonders viel Serotonin besonders lange verfügbar. Das Ergebnis: Euphorie, Empathie, Entspannung. Bei häufigem Konsum von Ecstasy kommt es aber schnell zu einer Toleranzentwicklung. Der Organismus braucht dann mehr Wirkstoff, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Wird Ecstasy oft oder in hohen Dosen konsumiert, besteht jedoch die Gefahr, dass die Nervenenden geschädigt werden. Dadurch reduziert sich langfristig die Serotoninausschüttung. Die Folge ist eine gestörte Signalübertragung zwischen den Nervenzellen. Im Alltag zeigt sich das vor allem durch eine schlechtere Gedächtnisleistung. In einer Studie konnten sich Ecstasy-Konsumierende beispielsweise Einkaufslisten wesentlich schlechter merken. Beim Erreichen des Geschäftes hatten sie 1/4 mehr Dinge vergessen als die Probanden in der Kontrollgruppe. Die Studie zeigte auch, je mehr Ecstasy konsumiert wird, desto stärker ist die Gedächtnisstörung. Ob tatsächlich der Wirkstoff MDMA allein die Gedächtnisstörung auslöst, kann nicht eindeutig bewiesen werden. Denn egal ob Pillen oder Pulver, der Wirkstoffgehalt kann stark schwanken. Und mitunter sind neben MDMA noch andere Substanzen in Ecstasy enthalten. Doch die meisten Studien weisen in die gleiche Richtung. Der häufige Konsum von Ecstasy ist mit dem Risiko verbunden, das Gehirn zu schädigen. Dies gilt besonders beim Konsum hoher Dosen. Mehr Informationen zu Wirkungen und Risiken von Ecstasy findest du auf drugcom.de.